Ich war sehr bewegt von unserem Gespräch gestern Abend, wo wir, einige von uns zumindest, irgendwie mitteilten, wo wir sind auf unserer geistlichen Pilgerschaft, wo wir uns befinden. Einige von uns haben zugegeben, wir sind irgendwo auf einen gewissen Punkt gekommen, wo es nicht vorwärts geht. Das heißt auf Deutsch gesagt, es geht rückwärts. Denn es gibt keinen Status quo im christlichen Leben. Leben ist dynamisch. Du kannst dein Leben nicht erretten. Dein Leben ist wie Sand in deiner Hand. Und du verlierst das Leben so oder so. Du weißt nicht, wie viele Tage du hast. Du weißt nicht, wie lange deine Talente noch verfügbar werden. Ich kann jetzt die letzte Reihe nicht mehr sehen. Meine Augen werden schwach. Ich muss mehr schlafen als vor 5 Jahren. Unser Leben ist dynamisch. Und wir kommen entweder vorwärts im christlichen Leben oder wir gehen rückwärts. Es gibt kein Niveau, Plateau im christlichen Leben. Und eben deswegen, weil wir gestern Abend so ehrlich miteinander umgingen und weil wir einiges mitteilten über unsere Nöte in unserem Leben, habe ich entschieden, heute Abend das vorgesehene Thema, vorläufige Planung, umzuwerfen. Ich hoffe, dass ich Leute nicht enttäusche, dass ich nicht rede heute Abend über die 5 Symbole des Christentums im Neuen Testament. Aber ich glaube, dass wir gerade ein Thema behandeln sollen heute Abend als Antwort auf unseren Austausch gestern Abend. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, über ein sehr zentrales Thema zu reden und euch dort zu kratzen, wo es euch juckt. Mich aber auch. Ich war einmal in Schoppen vor ein paar Jahren und ich hatte das Vorrecht, hier zu sein für die Sonntagszusammenkunft und durfte am Wort dienen und habe einen ähnlichen Vortrag gehalten. Ich hoffe, dass diejenigen, die anwesend waren damals, nicht beleidigt sind, wenn sie etwas Ähnliches hören heute Abend. Aber dieses Thema drängt mich. Und deswegen möchte ich es bringen. Mein Thema heute Abend ist, wie bringt Gott Menschen dazu, seinen Willen zu tun? Johannes Evangelium, Kapitel 12. Als Antwort auf die Auferstehung und Bekanntwerdung der Auferstehung des Lazarus treffen sich Kapitel 11 die Pharisäer, Hohenpriester und das Synedrium zusammen. Und wir lesen in Vers 45, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die Hohenpriester, die Pharisäer, ein Synedrium und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn also lassen, werden alle an ihn glauben. Und die Römer werden kommen und sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Ein gewisser aber aus ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisset nichts und überleget auch nicht, dass es euch nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation alleine, sondern auf dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Realpolitiker
besorgt um ihren Ort, sei das der Tempel oder ihre Stellung und ihre Nation, ihre Möglichkeit, das gesellschaftliche und politische Leben Palästinas mitzugestalten, natürlich im Rahmen der römischen Herrschaft. Realpolitiker mit theologischem Grad, mit geistlichen Titeln versehen, religiöse Menschen, aber in der Tatsache Realpolitiker. Diese Männer waren nicht um den Willen Gottes besorgt. Sie waren nicht darauf aus, den Willen Gottes zu tun. Mitten in ihren Beratungen steht der Hohepriester auf und er sagt, Leute, seid ihr so dumm? Es ist offenkundig, was wir zu tun haben. Ist es nicht nützlich? Ist es nicht zweckmäßig, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht, dass die ganze Nation umkomme? Ist es nicht nützlich? Ist es nicht zweckmäßig? Und liebe Geschwister, unter dem Strich, das ist das Grundprinzip der Politik. Zweckmäßigkeit, Nützlichkeit. Sie waren nicht darauf aus, den Willen Gottes zu tun. Aber Gottes Wille geschah durch sie. Gott hat seinen Willen ausgeführt, seinen Vorsatz erfüllt. Wie tut er das? Ich glaube, dass es Prinzipien hier in diesem Abschnitt des Johannesevangeliums gibt für uns und ganz praktisch für unser christliches Leben. Wie bringt Gott einen Menschen dazu, seinen Willen zu tun? Und Gott hat ein Problem, ein großes. Er hat kein Problem, durch einen ungläubigen Kaiphas zu reden. Das ist kein Problem. Ein König ist, dass die Herzen der Könige sind wie Ströme in seiner Hand. Er wendet sie hin, wo er will. Er nennt Cyrus seinen Knecht. Er kann einen König bewegen, einen Erlass zu erteilen, auf das sein Tempel wiederhergestellt wird, wieder aufgebaut wird. Einen anderen König dazu, seine Stadt oder die Stadteinrichtungen, die Mauer und Infrastruktur Jerusalems wiederherzustellen. Und er kann bei diesem Termin seinen prophetischen Kalender im Gang setzen. Einen König zum Tun des Willen Gottes zu bringen, das ist eine sehr, sehr einfache Sache bei Gott. Sehr einfach. Weißt du, wo er Schwierigkeiten hat? Bei dir und bei mir. Wir sind wesentlich schwieriger als Könige. Wisst ihr warum? Denn Gott benutzt Realpolitiker, um seinen Plan zu verwirklichen, ohne ihren Willen. Ohne dass sie danach trachten, seinen Willen zu tun. Und er wird deinen Willen nie vergewaltigen, um dich zu dem Tun seines Willens zu bringen. Und das ist viel problematischer. Gott hat mehr Probleme mit einem fleischlichen Christen, als er hatte mit Adolf Hitler. Mehr Probleme. Denn mit uns, er besteht darauf, dass wir das Richtige tun aus richtigen Beweggründen. Die Juden bringen unseren Herrn Jesus zu Pilatus, später in Kapitel 18. Sie führen ihn, Jesus von Kaiphas, Vers 28, in das Prätorium. Es war aber früh morgens und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, auf dass sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passe essen möchten. Oh, der religiöse Mensch und seine Grundsätze. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringet ihr wider diesen Menschen? Sie antworteten,
und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Das ist wirklich eine gute Anklage, oder? Wenn er nicht schuldig wäre, dann hätten wir ihn nicht gebracht. Warum fragst du nach Anklage? Manche Studenten der Heiligen Schrift meinen, dass eine Panne hier entstanden war, dass es eigentlich ausgemacht war zwischen der jüdischen Führung und Pilatus. Und Pilatus einmal trotzig, wie er in seinem Wesen war, tut, als ob er nichts weiß von dieser ausgemachten Gerichtsverhandlung. Ich weiß nicht. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmet ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten. Auf dass das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach andeutend, welches Todes er sterben sollte. Warum nahmen die Juden ihn einfach nicht hin? Und nach ihrem Gesetz, warum haben sie ihn nicht gesteinigt? War es wirklich was, dass sie so viel Respekt hatten vor dem römischen Gesetz? Nein. Schau mal, wie sie wenige Monate später handeln in Jerusalem mit Stephanus. Sie reißen ihn fort aus der Synagoge und steinigen ihn auf der Stelle. Schauen Sie, wie sie behandeln Paulus am Ende der Apostelgeschichte. Dass sie so viel Respekt vor dem römischen Recht hatten. Das war nicht ihre echte Überlegung. Es war nicht zweckmäßig für sie. Nach unserem Gesetz muss er sterben, sagen sie später. Aber sie verzichteten auf die Vollstreckung seines Todes. Inwiefern? Ja, sie hatten ihre eigene politische Überlegungen. Wie wäre das gewesen im Jahr 1980, wenn die Sicherheitspolizei in Polen Lech Wałęsa auf offener Straße erschossen hätte? Was wäre das Resultat in Polen? Sie waren gar nicht in der Lage, das zu tun. Die Konsequenzen wären unabschätzbar. Es war nicht zweckmäßig. Und es war nicht zweckmäßig für die jüdische Führung, einen richtigen Volksheld. Und Jesus war wirklich ein Volksheld, umzubringen. Mit ihren eigenen Händen. Nein, wir lassen lieber die Römer unsere Arbeit leisten. Und so aus ihren politischen Überlegungen schieben sie Jesus ab und die Verantwortung ab auf die Römer. Wie Petrus später schrieb, dass sie durch die Hände von Gottlosen ihn getötet haben, aber nach dem bestimmten Ratschluss Gottes. Ja, sie hatten von ihrer Seite her ihre eigenen Überlegungen. Sie waren nicht darauf aus, Gottes Willen zu erfüllen. Aber wir lesen hier in Vers 32, auf dass das Wort Jesu erfüllt würde, welches Todes er sterben sollte. Dieses Wort hat man in Kapitel 12. In Kapitel 12 sagt er, in Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. Das Volk verstand das natürlich nicht. Vers 31. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich
Wenn ich von der Erde erhört bin, werde alle zu mir ziehen. Dieses aber sagte er, andeutend, welches Todes er sterben sollte. Die Juden wollten die Macht Jesu über die Volksmengen brechen. Sie hatten Angst vor diesem Mann, Angst vor seiner Auswirkung auf die Gesellschaft und auf ihre Machtposition. Brechen wir die Macht Jesu über das Volk. Wie? Ja, dadurch, dass die Römer die Aufgabe erfüllen und nicht wir. Das könnte ein Bumerang sein. Das könnte Nebenwirkungen haben. Und so sie haben Jesus kreuzigen lassen und erfüllten sein Wort. Jesus Anliegen, Vater, geheiligt werde dein Name, oder wie wir hier lesen, Vater, ist es nicht, dass ich will, dass du rettest mich aus dieser Stunde, Vater, verherrliche deinen Namen. Und genau das hat Jesus getan. Und ich glaube, wenn wir zu einem Standstill gekommen sind in unserer geistlichen Entwicklung, es ist eben deswegen, weil wir vielleicht ein falsches Bild von Gott haben. Und Jesus will den Namen Gottes in unseren Augen verherrlichen. Wer hat den Namen Gottes mehr verherrlicht wie der Herr Jesus? Wer hat die Denkweise von Menschen über Gott mehr korrigiert als Jesus? Wie ist Gott? Ist Gott ein himmlischer Polizist irgendwo da oben, der es nicht leiden kann, wenn Menschen Freude auf dieser Erde haben? So denken auch viele Christen über Gott. Ist Gott ein alter, nachsichtiger Mann im Himmel, der irgendwie geistig abwesend ist und sein gutes Auge zudrückt, wenn wir sündigen und egoistisch leben? Er wird es irgendwie so hinkriegen? Nein. Wie ist Gott? Jesus Christus verherrlichte Gott. Die Verherrlichung Gottes ist das Sichtbarwerden seines Charakters, wie er wirklich ist. Jesus Christus, als er erhört wurde von der Erde, zeigte, wie Gott ist. Seine unbestechliche Rechtschaffenheit verlangte die Bestrafung unserer Schuld und Sünde. Seine Liebe trieb ihn dazu, seinen Sohn zu geben. Hier am Kreuz ist der Ort, wo ein sündhaftiger Mensch von Gott erfahren kann, dass er sündhaftig ist und vor Gott allein nicht bestehen kann. Und bevor diese Erkenntnis ihn abschreckt, zieht eine andere Erkenntnis ihn an. Aber du Sünder, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn gab und ihn stellvertretend misshandeln ließ für dich. Ja, die Juden aus eigenen Überlegungen wollten die Macht Jesu über Menschen brechen. Aber ich frage dich heute Abend, worin besteht die Macht Jesu über dein Leben, wenn nicht hier? Dass er von der Erde erhört worden ist. Das Zeichen des Kreuzes, was hat das bewirkt? Durch die Jahrhunderte. Und wie hat Gott seine Macht über Menschen befestigt und aufgebaut? Durch die Erhörung seines Sohnes am Kreuz. Das Kreuz an sich ist eine fürchterliche Sache. Ich hoffe, keiner von uns ist so dumm, dass wir heute goldene oder silberne Kruzifixe oder religiöse Gegenstände um den Hals haben. Das ist nichts Schönes. Das ist so schön wie die Gaskammer in Auschwitz.
Das ist so schön wie die Galgen in Dachau. Das Kreuz war das fürchterlichste Todesinstrument aller Zeiten. Und an und für sich Blut. Blut ist eine hässliche Sache. Ich erinnere mich an meinen ersten Notfall im Krankenhaus. Das erste Mal, wo ich wirklich zum ersten Mal einen Patienten behandeln durfte, nach dem Abschluss meiner Ausbildung. Es war ein Selbstmord, der aus dem 3. Stock gesprungen ist, auf seinen Kopf gelandet. Meine Güte, habe ich Blut erfahren, als ich ihn zu wiederbeleben versuchte. Und schade, es ist mir gelungen. Aber in einem ganz kleinen Zimmer, mit dieser Katastrophe von einem Menschen und der Geruch von Blut. Blut ist eine hässliche Sache, nicht wahr? Und Dornen. Dornen sind eine fürchterliche Sache, wenn du nicht gut bekleidet bist. Resultat des Fluches. Aber wenn wir heute an das Kreuz denken, ist das nicht das, was uns immer wieder anzieht? Jesus kam in Berührung mit dem Kreuz und die Herrlichkeit seiner Person verlieh dieses Todesinstrument eine unglaubliche Herrlichkeit in unseren Augen. Ist das nicht wahr? Und wenn du an Blut denkst und dann an das Blut Jesu Christi, ist das für dich eine hässliche Sache? Wir singen an in English, where does such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? Wo treffen Liebe und Leiden so zusammen und Dornen so reich eine Krone bilden? Ja, sie wollten die Macht Jesu über uns brechen, Leute. Aber die Macht Jesu über unser Leben, was ist sie? Wenn ich erhört werde von der Erde, werde ich alle Menschen zu mich ziehen. Was hat dich angezogen? Dann in Kapitel 18 weiter. Wir sind nach unserem Abstecher jetzt vor Pilatus wiederum. Der Verhör kommt jetzt in Gang. Bist du der König, Vers 33? Der König der Juden, Jesus, antwortete ihm, sagst du dies von dir selbst oder haben dir andere von mir gesagt? Anders gesagt, Pilatus, glaubst du das? Zumindest ansatzmäßig? Bin ich etwa ein Jude, deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert? Was hast du getan? Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also du bist ein König. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und hier wirbt Jesus um Pilatus. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Bitte schieb das nicht in Pilatus Sandalen, dass er ein Philosoph war. Was ist Wahrheit? Wie viele gedankenlose Prediger haben philosophische Fragestellungen gemacht ausgehend von dieser Frage von Pilatus. Er war kein Philosoph. Lies in der Bibel, was die Bibel über Pilatus sagt und wie er umgegangen ist mit Leuten und lies die außerbiblische Geschichte. Er war wirklich kein Philosoph. Er war ein Realpolitiker. Und seine Frage lautet, dein Reich und du bist in die Welt gekommen und du bist ein König und was ist Wahrheit? Jesus, genannt Christus, was hat
Politik mit Wahrheit zu tun? Die Antwort ist nichts. Und der Realpolitiker weiß es. Es steht auf jedem Amtsgebäude Veritas und Justitia. Aber in Wirklichkeit, wenn es drauf ankommt, was hat Realpolitik und Wahrheit miteinander zu tun? Im Laufe des Gerichtsprozesses versucht Pilatus dreimal Jesus freizusprechen. 3 rechtsmäßige Freisprüche kann man hier lesen in dem Gerichtsprozess. Aber die Juden haben Pilatus in ihrer Hand. Sie haben diesen Herrscher endlich in den Griff bekommen. Jesus sagte, er war von oben gekommen. Von oben. Pilatus sagt, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich kreuzigen zu lassen oder Macht habe, dich loszugeben? Jesus sagte, du hättest keinerlei Macht, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Oh, was hat Pilatus gedacht, als er diese 2 Worte von oben gehört hat? Er war gewohnt, als er sagte, von oben zu denken an den alten Mann Tiberius in Rom. Und Jesus hatte davon geredet, von einem Reich, nicht von dieser Welt. Aber schließlich bekommen sie Pilatus in die Hand. Und sie machen mit diesem Mann, was sie wollen. Genau wie die Frau und die Tochter von Herodes in die Hand bekamen. Und sie machten mit dem Herrscher, was sie wollten. Glaub ja nicht, dass die Leute, die regieren in dieser Welt, in Wirklichkeit regieren nach ihrem Willen. Sie regieren angesichts Ängste und Zwänge und Entwicklungen, die sie zu beherrschen versuchen. Aber wenn es drauf ankommt, werden sie alles tun, was sie können, um an der Macht zu bleiben. Was ist Wahrheit? Sagt der Realpolitiker. Aber Pilatus bekommt doch seine Chance. Ab Vers 14 lesen wir, er lässt schreiben, wir sagen südlich von der Weißwurstlinie, hier ziemlich hinterfotzig geworden. Er rebelliert gegen seinen jüdischen Bedrängern hier und er lässt schreiben in alle 3 Sprachen Jesus Christus, König der Juden. Und ich versuche ihn in seiner Meinung zu ändern. Ja, bitte verändern Sie das. Sagen Sie lieber, dass er sagte, er sei König der Juden. Was ich geschrieben habe, steht geschrieben. Und es wird nicht umgeworfen. Und 4-mal betont der Text, versuchten sie, die Schriften von Pilatus umzuändern. Und es gelang ihnen nicht, das, was er geschrieben hat, seine Schriften zu ändern. Das finde ich interessant. Denn die nächste Verse, ab Vers 23, reden von 4 anderen Schriften, die erfüllt werden müssen. Schriften geschrieben worden vor Jahrhunderten. Und man vermochte sie nicht zu verändern. Lesen wir diese Schriften. Und wir werden sehen, wie Gott seinen Willen durch Ungläubige ausführt. Wir werden aber sehen zugleich Prinzipien, wie Gott uns dazu bewegen kann und will, seinen Willen zu tun. Die Kriegsknechte nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten 4 Teile. Einem jeden Kriegsknecht einen Teil und den Leibrock. Der Leibrock war ohne Naht, von oben an durchweg gewebt.
Da sprachen sie zueinander, lass uns ihn nicht zerreißen, sondern ihn losen, wessen sein soll, auf dass die Schrift erfüllt würde, welche spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Kriegsknechte nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Kleophas Weib, und Maria Magdalene. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, welchen er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Weib, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, auf dass die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun da selbst ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hyssop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuze blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Kriegsknechte und brachen die Beine des Ersten und des anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte mit einem Speer seine Seite. Und alsbald kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahrhaftig, und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, auf das ihr glaubet. Denn dies geschah, auf dass die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, welchen sie durchstochen haben. Viermal geht es aus unserem Text hervor, dass römische Soldaten gegen ihren ursprünglichen Vorsatz gehandelt haben. Hast du das bemerkt? 5-mal erfüllten sie die Schrift, oder 4-mal erfüllten sie die Schrift, und jedes Mal gegen ihren ursprünglichen Vorsatz. Die waren Henker, sie hatten diesen undankbaren Dienst bekommen an diesem Tag, vielleicht hatten sie den Dienst öfters, die 4. Sie waren wahrscheinlich erfahrene Burschen. Sie haben das losgeworfen über die Habseligkeiten unseres Herrn und dann kamen sie zu seinem Leibrock, zu seinem Unterrock. Und sie hatten bisher alle Kleiderstücke in 4 zerteilt. Ein Teil für dich, und ein Teil für dich, und ein Teil für dich, und ein größeres natürlich für mich. So hatten sie seine Kleider verteilt. Und dann kamen sie zu seinem Leibrock. Und da steht der Soldat. Und er möchte seinen Leibrock jetzt zerreißen. Und er sagt, ja, tu's mal. Zerreiß es. Und er schaut den Leibrock an. Zerreiß es doch. Aber Leute, es gab eine Schrift. Eine Schrift 1000 Jahre vorher geschrieben, dass sie seine Kleidung losen würden. Und diese Schrift musste erfüllt werden. Jesus, als er fertig war mit seinen unsagbaren Leiden für unsere Schuld,
als wusste, wie sagt der Text, dass alles schon vollbracht war, kann jetzt eigentlich sterben, nicht wahr? Er hat alles schon bezahlt. Alles ist vollbracht. Aber es gibt eine Schrift. Sie tränkten mich mit Essig oder mit saurem Wein. Und diese Henker, sie waren nicht eigentlich gewohnt, Taten der Barmherzigkeit zu üben an die Hingerichteten. Das sehen wir daran, wie sie Jesus behandelten zuvor beim Gerichtsprozess. Unter Umständen waren sie die gleichen, die ihn ausgepeitscht haben. Seine Henker reichen ihm was zu trinken. Sie haben nicht an die Heiligen Schriften gedacht. Ich glaube nicht, dass einer dieser 4 Soldaten jemals Psalm 69 gelesen hätten. Wieso haben sie die uralte Schrift erfüllt? Und dann, es war ein Rüsttag, und es ist nicht gut, wenn an einem Feiertag Leute herumhängen an einem Kreuz, da draußen vor der Stadt. Und die religiösen Menschen regen sich auf, weißt du, sie haben doch ein bisschen Selbstrespekt und Sinn für das, was sich gezähmt. Ihr religiöses Gefühl treibt sie dazu. Stolz auf die Heimat treibt sie dazu, Pilatus darum zu bitten, dass die Verbrecher getötet werden, frühzeitig. Normalerweise hat Kreuzigung einige Tage lang gedauert. Unter Umständen 2, 3, manchmal sogar 4 Tage sind die Leute dort am Kreuz gehangen. Und es war üblich damals, dass man mit einem großen Hammer die Beine dann zerschlagen hat. Wir haben sogar in unserem Besitz in einem Museum etwas von einer Ausgrabung von der Gegend von Jerusalem, wo sie ausgegraben haben, ein paar alte Grabstätten, und dort haben sie einen gefunden, ein Skelett, und sein linker Bein war total zerschmettert, sein Oberschenkel. Und da in seinem Fuß war ein Nagel durchbohrt, und da in der Nagel hat ein Stück Holz losgerissen von dem Kreuz, und das Stück war immer noch da. Das war anscheinend die übliche Methode. Einem Menschen seine Beine zu brechen, dann kann er sich nicht aufziehen am Kreuz, kann er nicht atmen, und wir dann an Atemnot in wenigen Minuten ersticken. Und so, sie kommen zum ersten Verbrecher und sie brechen seine Beine und er bricht zusammen. Und dann an Jesus vorbei zum zweiten, und der Henker nimmt seinen großen Hammer und er bricht zusammen. Und dann kommt er zu Jesus mit seinem Hammer, und dort steht er, Geschwister. Komm, brich seine Beine. Warum zögerst du? Brich seine Beine. Aber er brach seine Beine nicht. Wieso? Es gab eine Schrift. Aber es wäre nicht ordnungsgemäß, dem Vorgesetzten den Bericht nicht erstatten zu können, dass die Vollstreckung des Todesurteiles vollzogen war. Sie mussten sich vergewissern, dass er tot war, so sie durchbohrten seine Seite mit einem Speer. Sie hatten ihre eigenen Überlegungen, ob sie Sacharja Kapitel 12 jemals gelesen haben. Es gab eine Schrift. Und hier sehen wir 4-mal. 4-mal versuchten sie, die Schrift von Pilatus zu ändern. Und 4-mal können sie die Schriften des Alten Testaments nicht verändern. Was will Gott uns damit sagen? Denken wir ein bisschen mehr darüber nach. Wir wissen, dass sie die Schriften des Herrn erfüllt haben.
Aber war das nur Schicksal? Oder war das Gottes Vorherbestimmung auf eine Art, wo das Empfinden eines Menschen übergangen wird? Wie hat der Herr sie dazu gebracht, seinen Willen zu tun? Und gibt es etwas hier für uns? Das erste Mal, sie nehmen sein Oberrock, sein Rock, Leibrock, und sie wollen ihn zerreißen. Und dann bemerken sie, er ist geweckt. Ein herrliches Stück. Wahrscheinlich das Liebeswerk irgendeiner Schwester, die aus Hingabe und Liebe für unseren Herrn diesen kostbaren Leibrock gemacht hat für ihn. Eigentlich hatte niemand den Leibrock gesehen, er war eigentlich normalerweise unter seiner anderen Bekleidung, aber so ein Stück, es wäre so traurig, sowas zu zerreißen in 4 Stücke. Es ist doch ein Stück, eine kostbare Arbeit. Darf ich wiederum heute Abend mein Vorstellungsvermögen und deins ein bisschen Raum geben? Wenn du denkst an die schönen Kleider unseres Herrn, woran denkst du? Denkst du nicht an das schöne Leben, das unseren Herrn bekleidet hat? Das wie seine innerliche Persönlichkeit und Person sich geäußert hat. Die Kleider, das Leben, das er trug. Wenn wir beginnen jetzt ganz ernsthaft darüber nachzudenken, wie Gott uns dazu bringt, seinen Willen zu tun, hast du je gedacht an das schöne Leben des Herrn Jesus Christus? Petrus redete zu einem Mann, der gute Werke wirklich schätzen konnte, denn er übte sie. Er redete zu Cornelius und beschrieb unser Herr so: Überall dort, wo er ging, hat er wohlgetan. Das jüdische Volk sagte über ihn, er macht alles wohl. Denk an diesen Mann, an seinen Umgang mit Personen. Hier war Gott verkörpert in Menschengestalt. Hier war Gott Mensch geworden, wirklicher Mensch. Aber Gott, bitte. Und eine Frau, eigentlich eine Hure, kam zu ihm. Huren kamen zu ihm. Und sie haben ihn angetastet. Er ließ reu oder bußfertige Menschen, selbst aus solchem Hintergrund, mit einem solchen Leben zu sich kommen. Er war einmal auf der Suche nach Anbeter. Er war immer auf der Suche nach Anbeter. Und das haben wir gesungen heute Abend. Dass wir möglichst viel zum Herrn führen wollen, auf dass sie mitrühmen können, den Namen des Herrn. Das ist wirklich ein Beweggrund für Evangelisation. Der Herr war auf der Suche nach Anbeter. Und deswegen musste er durch Samaria. Wenn du auf die Suche wärst nach Anbetern in dieser Gegend, wo würdest du suchen? Du beginnst eine Bewegung. Du möchtest das anstellen in diesem Gebiet. Neulandmission. Anbeter für den Herrn. Wo beginnst du, deine Bewegung aufzubringen? Oder die Universität, haben viele christliche Gruppen gedacht. Holen wir ein paar intelligente Leute. Und manche sagen heute, wir müssen besonders die Regierungen zum Ziel setzen. Möglichst viele Bibelstunden in Bonn und in Wien und in Paris und in Washington. Und wenn wir diese hoch angesehenen Leute gewinnen können. Ich habe eine Schrift in der Hand letzte Woche bekommen von einer christlichen Gruppe. Keiner wurde angeführt als Referent oder Redner.
der nicht zumindest einen Doktortitel hatte. Einer war ehemaliger Bundespräsident von der Bundesrepublik. Die anderen waren alle Professoren und Herr Doktor, Doktor und unter Umständen Doktor, Doktor, Doktor. Weißt du, ein armseliger Magister hatte in dem Verein nichts zu suchen. Wo beginnst du, deine Bewegung aufzubauen? Vielleicht ein paar Politiker oder ein Rechtsanwalt oder Schauspieler oder... Und Jesus beginnt seine Arbeit in Samaria damit, dass er eine Frau suchte. Eine Frau aus Hollywood-Verhältnissen in einer Zeit, wo das nicht so populär und Mode war. Sie hatte schon 5 Männer gehabt und lebte in Konkubinat. Und Jesus suchte sie und achtete sie und ging auf ihre Nöte ging ein und redete mit ihr und gewann ihr Vertrauen. Und als er sie gewonnen hat, er war so voller Freude, dass er nichts essen und nichts trinken konnte. Hast du je solche Freude gehabt? So viel Freude, dass dir der Hunger vergeht und der Durst, du vergisst, dass du nichts gegessen hast seit langer Zeit. Oh, wie wunderbar war er in seinem Umgang mit Menschen. Es war ein blinder Bettler auf der Straße. Er war unterwegs nach Jerusalem. Die Jünger haben gedacht, wir haben Wichtiges zu erledigen. Er geht nach Jerusalem. Er wird König werden. Gewaltig. Und der blinde Bettler schrie, er hat mehr Durchblick als der ganze Jünger. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Der König unterwegs nach Jerusalem. Jesus, als er ihn hörte, sagt der Text, er stand still. Er brachte Jesus zu einem Fullstopp unterwegs zur Hauptstadt. Wer hat ihn zum Fullstopp gebracht? Ein blinder Bettler. Und die dabei stehen und sagten, oh du blöder Bettler, in deinen Fetzen, was willst du tun? Siehst du nicht, dass er unterwegs ist nach Jerusalem? Weißt du nicht, dass er keine Zeit hat für dich? Und der König Israels, der Sohn David, steht auf der Stelle. Und er sagt, was willst du von mir haben? Ich will sehen. Hier dann, empfange deine Sicht. Und das muss wirklich enttäuschend gewesen sein, oder? Stell dir vor, so viele Jahre blind und jetzt bist du geheilt und da ist der König Israel und du öffnest deine Augen. Keine Krone, kein Mercedes, keine schöne Weiberleid. Und da steht er mit Schweiß auf seinem Angesicht, ein müde, staubiger Reisender in ganz normalen Bekleidung unterwegs zu Fuß nach Jerusalem. Oh, wie herrlich ist unser Herr. Hast du je Zeit genommen, in den Evangelien und in anderen Stücken der Bibel seine schönen Kleider anzuschauen? Dieses wunderbare Leben, das ihn bekleidet hat. Und du denkst an ihn, denk zum Beispiel an die Szene im obersten Saal. Er weiß, wer der Verräter ist. Und jetzt weiß der Verräter, dass der Herr weiß, wer er ist. Wie wird er ihn bloßstellen? Der Petrus sitzt da, Gott sei Dank nicht neben Jesus, denn wenn Petrus gewusst hätte, wer
der Verräter war, dann hätte es etwa 5 Sekunden gedauert, ich kann dir sagen. Er hätte nicht nur sein Ohr abgehauen, er hätte die ganze Sache gemacht. Wie wird der Herr ihn bloßstellen? Er nimmt das köstlichste Stück Fleisch und ein Stück Brot und er wickelt das Fleisch ein in das Brot und er tauchte es in die Säfte des Gerichtes ein und er bietet den Bissen den Judas an. Und liebe Geschwister, bis auf den heutigen Tag bei den Beduinen, das ist die höchste Geste der Freundschaft. Ein Mensch, der das tut in Nahosten, verspricht dir lebenslänglich dein Freund zu sein. Er sagte hier, Judas, kannst du Nein sagen zu meiner Freundschaft? Überleg es mal, Judas. Also er tauchte den Bissen ein, bietet er ihm seine Freundschaft an. Hast du je überlegt, in welchem Ton er gesprochen hat? Was du tust, Judas, tue schnell. Wie hat er das gesagt? Wie hättest du es gesagt? Wenn dieser Mann, der an deinem Tisch 3 Jahre lang dein Brot gegessen hat, und du siehst schließlich, er interessiert sich nur an Brot und 30 Silberlinge, ist ungefähr richtig. Er hätte lieber 300 gehabt in Kapitel 12, aber 30, das ist schon recht. Wie würdest du ihn bloßstellen und mit welchem Ton? Liebe Geschwister, er war so freundlich mit Judas, dass die übrigen Jünger meinten, dass er Judas einen Auftrag gegeben hat, eine Barmherzigkeitstat zu tun. In einer liebenvollen Stimme und Tonlage. Ich möchte dich fragen, wie sehr hat das dich beschäftigt? Und spricht das dich nicht an? Und wenn Gott dich bewegen will, seinen Willen zu tun, was ist das erste Werkzeug, das er benutzt? Es ist das schöne Leben des Herrn Jesus Christus. Er ist schöner als 10.000. Und dann weiter. Unter dem Kreuz standen einige treue Nachfolger. Die waren fast ausschließlich Frauen, Brüder. Fast ausschließlich Frauen. Ich glaube, das ist die Botschaft von Richterbuch, dort wo es geht um Deborah. Wo sind die Männer? Wo sind die Männer? Lies Lukas Evangelium, die Geschichte von den treuen Frauen, die gekommen waren aus Galiläa und die undankbaren, unscheinbaren Diensten getan haben für uns, für den Herrn. Und hier bis ans Ende sind sie bei ihm. Aber Jesus hat eine Aufgabe, eine sehr heilige. Er muss seine Mutter, eine in der damaligen Gesellschaft wehrlose Frau, ohne Mittel, irgendeinem anvertrauen, dass er diese sehr anspruchsvolle Aufgabe übernimmt. Überleg das mal, bevor du die Schwiegermutter ins Haus ziehen lässt. Wisst ihr, das kann eine sehr langwierige und undankbare Aufgabe sein. Wie wirst du jemanden dazu bewegen? Lese den Text. Er sagt zu der Frau, zu der Mutter, Mutter, siehe dein Sohn. Er sagte zu Johannes, den er liebte. Siehe deine Mutter. Den er liebte. Oh, was für eine unheimliche Macht ist diese, die Liebe Jesu. Und wenn du zu einem Punkt gekommen bist in deinem christlichen Leben, wo es nicht weitergeht, ich möchte mit dir jetzt reden über die Liebe Jesu. Die unheimliche himmlische Kraft,
Gott ist dich dazu zu bewegen, zu leben für ihn. Oh, was haben Menschen getan wegen der Liebe Jesu? Ich habe mit großer Freude vernommen, dass die Memoiren von Anthony Norris Groves veröffentlicht werden auf Deutsch. Und wenn du da einmal seine Memoiren lesen darfst, dann sieh den Kehrreim in seinem Leben. Wie viel er erduldet hat, wie viel er auf sich genommen hat. Seine Frau starb, seine Kinder starben. Er verlor alles. Und ein Gedanke trug ihn weiter. Und das war dieser Gedanke, oh wie sehr Jesus mich liebt. Paulus hat so gesagt, denn die Liebe des Christus drängt uns. Drängt mich. Und ich bin zu diesem Urteil gekommen, dass einer für alle gestorben ist und somit sind alle gestorben. Wie wird Gott uns dazu bringen, seinen Willen zu tun? Und er ist für sie gestorben, auf dass sie nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist. Oh, die ungeheure Macht und Anziehungskraft der Liebe Christi. Die Liebe des Christus drängt mich. Und Vincent, großer Gelehrter aus dem vorigen Jahrhundert, schrieb, dieses Wort heißt, Druck auszuüben, unter Druck zu setzen von verschiedenen Seiten. Es ist wie ein Mensch, der geht durch eine enge, mit Mauerwerk umräumte Straße. Ihr kennt das vielleicht von Süditalien, die ganz kleinen Straßen und das sind Mauerwerk, diese Steinmauern. Und wenn eine Volksmenge unterwegs ist, zu Karneval oder sowas, man wird direkt getragen von der Volksmenge. Das habe ich einmal erlebt bei einem Baseballspiel. Es ist gedrängt zum Tor des Stadions von Tausenden von Zuschauern. Und auf einmal, sie haben geschoben in eine Richtung. So, gell? Und ich habe den Eindruck gehabt, wenn ich meine Füße erhebe, dann werden sie mich tragen. Und das ist dieses Wort. Die Liebe des Christus drängt uns und lässt uns nur eine Alternative offen. Nur einen Urteil können wir bilden. Er ist für alle gestorben. Und somit ist der Schatten des Kreuzes auf uns allen gefallen. Und was bedeutet das ganz konkret? Zuerst einmal, ich tue das nicht, was ich will. Ich lebe für den, der für mich gestorben ist. Und zweitens, in diesem Prozess entdecke ich bin nicht der Einzige, der steht im Schatten des Kreuzes. Daher, sagt Paulus weiter, schauen wir niemand an, urteilen wir niemand nach dem Fleisch. Ob wir Christus einmal nach dem Fleisch gekannt haben, wir kennen ihn nicht mehr so. Wie oft verurteilen wir einander oder schätzen wir einander ein nach dem Fleisch. Sie ist die Intelligente, er ist der Dicke, er ist ziemlich doof. Sie ist viel Spaß. Und dabei, der Schatten des Kreuzes sind auf diese Menschen. Ist geworfen auf diese Menschen. Die sind Gott so teuer. Ja, mit dem möchte ich keine Zeit verbringen, er ist so langweilig. Daher kennen wir niemanden nach dem Fleisch. Denn wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und so im Schatten des Kreuzes sagt Jesus zu seiner Mutter, siehe deinen Sohn. Und er sagt zu der Mutter, zu dem Jünger, den er liebte, siehe deine Mutter. Das ist genau, was Paulus sagt.
Paulus sagte es zwar ein bisschen anders in 1. Timotheus Kapitel 5, aber er sagte, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Wir haben einige von uns geredet einmal in München über Umgang mit den Ältesten in der Gemeinde. Und das kann unter Umständen in gewissen Gemeinden eine sehr mühsame Aufgabe sein für einen jungen Bruder. Es kann sein. Und wir haben darüber nachgedacht, über verschiedene wesentliche Projekte für die Gemeinden. Aber manche ältere Brüder sind einfach berufene Hindernisse zu Fortschritte in der Gemeinde. Und wir haben geredet, wie gehen wir um mit solchen Leuten? Und dann sagte ein Bruder, weißt du, mir hat etwas geholfen. Der Mann, der mir mehr als alles sonst in meinem Leben geholfen hat, ist mein leiblicher Vater. Und er ist einer der Ältesten in der Gemeinde. Und wenn ich beginne wiederum zu denken an die Brüder in der Brüderstunde und mich zu ärgern, und ich sehe, wie schwierig dieser Typ ist, dann denke ich, ja, mein Vater ist ein Ältester auch. Und ich lerne in diesem älteren Bruder, meinen Vater zu sehen. Und ich sagte, du hast es. Fahre einen älteren Mann nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Im Schatten des Kreuzes, er ist dein Vater. Als du in deinen Windeln warst, hat er unter Umständen viel geleistet für den Herrn. Und jetzt ist er älter und er ist müde und er hat deine Energie nicht. Im Schatten des Kreuzes wollen wir leben. Ältere Frauen als Mütter, jüngere Schwestern und Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Das ist so wichtig. Bruder, wie denkst du über deine Schwester? Sie ist deine Schwester, und weißt du das? Und wenn du über sie nachdenkst oder sie anschaust, du darfst nicht vergessen, das ist nicht irgendein Weib. Das ist deine Schwester. Sie steht neben dir im Schatten des Kreuzes, und wenn du mit ihr Umgang hast, dann das in aller Keuschheit. Die Liebe des Christus drängt uns. Und ich möchte da auf dieser Grundlage, ich möchte sagen, das ist einer der Instrumente Gottes, um einen Menschen dazu zu bringen, seinen Willen zu tun. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Johannes, der sich vom Herrn geliebt wusste, war bereit, diese langwierige und unter Umständen undankbare Aufgabe zu übernehmen. Und dann sein Werk war vollbracht. Und er weiß, dass sein Werk vollbracht war. Und jetzt ist die Zeit gekommen, er kann seinen Geist verabschieden. Das ist der Einzige, der das jemals gemacht hat, Leute. Der Herr Jesus übergab den Geist. Der war nicht ein Schwächling, der einfach einmal sein Herz aufhörte. Leute, als er hier schrie mit lauter Stimme, es ist vollbracht! Das ist nicht einer, der irgendwie da bald in Ohnmacht fällt. Und dann er verabschiedete seinen Geist. Starb freiwillig, niemand nahm sein Leben von ihm. Aber bevor er das tat, es gab eine Schrift. Sie speisten mich mit Essig. Und wie wird er diese Leute, die die Bibel gar nicht kennen, kann ich sagen, hast du je gelesen Psalm 69? Wie wird er sie dazu bewegen, die Schriften zu öffnen? Und sie kennen die Schriften nicht. Wird Gott einfach die Leute überwältigen und durch seine Vorherbestimmung die Leute zu der Erfüllung seines Willens treiben? Nein. Er wird sein Wille getan haben. Aber wir werden das auf unserer Ebene erfahren. Was hat diese Menschen dazu betrieben,
getrieben, seinen Willen zu tun. Mich dürstet. Und welche Macht haben die unsagbare und mannigfaltige Leiden unseres Herrn auf Menschen ausgeübt durch die Jahrhunderte. Oh, die Leiden des Herrn. Wie wird Gott dich dazu bringen, seinen Willen zu tun? Er wird zu dir reden durch die unsagbaren Leiden des Herrn. Wenn du das Buch nie gelesen hast, empfehle ich herzlich, es sollte wirklich Pflichtliteratur sein für jeden Christ. Die Leiden Christi von John Nelson Darby. Es ist eine kleine Schrift. Es ist nicht leicht lesbar. John Nelson Darby hat in seinem ganzen Leben niemals etwas geschrieben, was leicht lesbar war. Aber es ist der Mühe wert. Die Leiden Christi. Die unsagbaren Leiden. Du musst das dir vorstellen. Er war allein. Seine ganzen Freunde haben ihn verlassen. Er war allein. Und schließlich verließ ihn sein Vater. Das unsagbare und beredsame Reden der Leiden des Herrn. Es war der Zinzendorf, konfrontiert mit einem Bild, ich glaube in Amsterdam, von dem Gekreuzigten mit dieser Schrift betitelt: Wenn ich so viel für dich getan habe, was hast du für mich getan? So etwa. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Wenn du denkst, in deinem weiteres Leben, in deinem Eigenwillen, deine nicht saubere sexuelle Beziehung fortzusetzen, Dinge in Finsternis zu tun, du meinst unter 4 Augen oder unter 2, du willst nicht, dass jemand das sonst sieht, dann vergiss nicht eines. Du bist immer zumindest unter 4 Augen. Immer. Und derjenige, der dich liebt, mehr als sein Leben, hat für deine Sünden gelitten. Deine Eigenwege, die du gehen willst. Wie kann ich in meinem Leben, wie kann ich kommen zum Tisch des Herrn und dann nehme ich einen Kelch und trinke draus und weiterhin leben in Sünde? Wenn ich weiß doch, dass das Trinken aus dem Kelch das Bekenntnis ist, dass er starb für meine Sünden. Sie können nicht egal sein angesichts seines unsagbaren Leidens. Und dann kamen die Kriegsknechte und wollten seine Beine brechen. Sie waren im Begriff. Was hat sie davon zurückgehalten? Ja, es war eine Schrift. Psalm 32. Eine Schrift. Dass kein Bein von ihm gebrochen würde. Und dann 2. Mose, Kapitel 12. Kein Bein wird gebrochen von dem Passalam. Kein Bein wird gebrochen. Aber das wussten sie nicht. Warum töteten sie ihn nicht dadurch, dass sie seine Beine zerbrachen? Als sie aber zu Jesu kamen, sahen sie, dass er schon gestorben war. Noch ein Mittel Gottes, dich zu gewinnen. Oh, die unsagbare Macht des Todes des Passalames. Ägypten unter einer furchtbaren Herrschaft von einem furchtbaren Diktator, dessen Städte, dessen Lagerhäuser zu bauen waren auf den Buckel der
jüdischen oder israelitischen Sklaven. Und wenn es darauf ankommt, Wohlstand oder das Wohl des Volkes, dann will er den medizinischen Beruf Prostituierten. Er will, dass die Mediziner, stattdessen, dass sie Leben erhalten, Babys umbringen. Im Namen des Wohlstandes. Das ist ein uralter Trick, Leute. Ein uralter Trick. Satan hat nichts Neues. Und das Volk litt unter der Peitsche der Ägypter. Wer wird sie befreien von dieser fürchterlichen Macht, dieses Herrschers, von dem sie nicht loswerden können? Es war der stellvertretende Tod eines Passalammes. Und was wird die Macht, ganz praktisch gesehen jetzt, ganz praktisch, was bricht die Ketten der Sünde in deinem Leben? Es ist der Tod des Herrn, der uns befreit von der Schuld der Sünde und von der Macht der Sünde über uns. Es ist der Tod des Herrn, der uns motiviert und befähigt, für Gott zu leben. Ein König, Leute, liest den Text. Der König ist für dich gestorben. Redet das zu dir? Und eben deswegen, ich glaube, der Herr will, dass wir jeden Sonntag zusammenkommen. Zumindest jeden Sonntag. Und da mit einem Tisch und mit Erinnerungen an seinen Tod uns versammeln. Er will, dass wir immer hier im Klaren sind, was es ihn gekostet hat, uns zu befreien von der Gewalt Satans und der Gewalt der Sünde in unserem Leben. Man sollte eine Viertelstunde drüber reden, aber wir haben keine Viertelstunde mehr. Der letzte Aspekt. So, sie brachen seine Beine nicht. Sie durchbohrten seine Seite mit einem Speer. Und aus seiner Seite floss Blut und Wasser. Es gab eine Schrift. Können wir sie lesen? Sacharja Kapitel 12. Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken. Das ist Jehova, der hier spricht. Sie werden auf mich blicken, den sie durchstochen haben, und werden über ihn wehklagen, gleich wie der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Und am jeden Tag wird die Wehklage Jerusalems groß sein, wie die Wehklage von Hadad Rimon im Tale Megiddo. Und das Wehklagen wird in das Land jenes Geschlechtes, besonders das Geschlecht des Hauses Davids besonders, ihre Weiber besonders, das Geschlecht des Hauses Nathans besonders, durch die Reihe, jede Siebschaft. Eine umfassende Buße, die ganze Nation wird Buße tun. Und jede Siebschaft besonders, das heißt umfassend und durchdringend, eine wirkliche nationale Buße und Bekehrung Israels. Und jetzt haben wir den vollen Kreis geschlossen. Geschwister, warum haben sie ihn gekreuzigt? Um die Macht Jesu über das jüdische Volk zu brechen. Aber eines Tages wird das Volk ihn anblicken, den sie durchstochen haben.
Und wenn sie ihn sehen, den sie durchstochen haben, werden sie eine vollständige und tiefe Buße tun über ihre Sünde. Sie werden ihn anerkennen als ihr König. Sie wollen seine gute Herrschaft über sich haben. Und an dem Tag, was passiert? Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tage wird eine Quelle geöffnet sein, dem Hause Davids und den Bewohnern von Jerusalem, für Sünde und für Unreinheit. Aus seiner Seite kam Blut für Sünde. Aus seiner Seite kam Wasser für Unreinheit. Die Juden wollten ihn töten. Und das römische Speer öffnete eine Quelle gegen Sünde und Unreinheit. Und jetzt mein Appell an dich. Kannst du weiter leben in Mittelmäßigkeit? Mit deinem Beruf oder deiner Freundin oder deinen Hobbys, deiner Freizeitgestaltung, in Wirklichkeit auf die erste Stelle deines Lebens? Deine schlechten Gewohnheiten, die Dinge, die du liebst, deine Lieblingssünden, kannst du weiter damit leben? Ich appelliere aufgrund der schönen Kleider des Herrn Jesus Christus. Wie kannst du angesichts seines Lebens Nein sagen zu seiner Gemeinschaft? Ich möchte dich bitten, aufgrund seiner Liebe für dich, du tust vielleicht Sünde und gehst in Eigenwillen im Namen von Liebe unter Umständen. Aber ich möchte aufgrund seiner Liebe dich bitten, seinen Willen zu tun. Und wenn das nicht genug ist, aufgrund seiner unsagbaren Leiden und in der Macht seines Todes. Oh, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du gesündigt hast und du hast die Sünde nicht gelassen und dich an die Sünde bekannt, es gibt eine Quelle für dich. Geöffnet durch den römischen Speer, eine Quelle gegen Sünde, eine Quelle gegen Unreinheit. Und wenn du einig von denen bist, einige sind hier, die nicht den Herrn Jesus nicht aufgenommen haben als Herr ihres Lebens. Wenn du dich nicht bekehrt hast, ich möchte appellieren auf diese Grundlage, tue doch Buße, kehre um, übergebe ihm deine Lebensführung und verlasse dich auf ihn und ihn allein. Lass ihn doch Herr deines Lebens werden. Er hat dich erkauft durch sein Blut. Er hat das Recht über dein Leben. Und ich möchte wie Paulus sagen, ich bin nur ein Bote an Christi Staat. Gott war in Christus. Er war in Christus, als er am Kreuze hing, die Welt mit sich versöhnend. Es gibt von Gottes Seite keine Feindschaft mehr. Und ich möchte reden und gleichsam, als ob Gott durch mich jetzt reden würde, möchte ich dich bitten, wenn du nicht bekehrt bist, lass dich doch versöhnen mit Gott. Du kannst es leisten, dein Leben einem anzuvertrauen, der dich so liebt. Wenn diese Dinge, oder besser gesagt, wenn dieser Herr in seiner Herrlichkeit uns vor Augen bleibt, wird Gott keine wesentlichen Schwierigkeiten haben, uns dazu zu bringen,
seinen Willen zu tun. Amen.